Hi, hier ist die Paulina aus der Nähschule Creamberry. Heute werden wir mit einem ganz gewöhnlichen Baumwollgewebe eine Hose schneiden. Mit einem Schlitz an der Seite und die Hose wird vorne und hinten geknotet, sonst sind die nicht gebunden zu einer gewissen Größe. These trousers are perfect for beginners. Let's start with the measurements. Making a pattern with your own measurements is very complicated and I can show you this in the class. Also, ein Schnittmuster mit eigenen Maßen ist immer schwierig zu machen. Das kann ich natürlich im Kurs zeigen, aber heute zeige ich euch, wie ihr leichter ein Schnittmuster bekommt. Today I will show you a lot easier and faster way of getting a perfect fitted pattern. All you need is a pair of trousers that fit you well, and we'll put them inside out and put one leg in the other one in order to make a pattern. So let's get started. Hier seht ihr meine Hose. Ich habe zwei Hosen hingelegt, weil ich wusste nicht, welche ich zuerst nehme. So here are my trousers and you can see I've put one leg in the other one like that. So you can see that's the back ones. I wasn't sure if I'm going to take those or the other ones, but I quite like the front ones. So we're going to go for those. You can see that the front is a little bit lower than the back. That's the back. Also da ist hinten und das Vorderteil ist vorne. So sieht das alles drin aus und da ist wirklich das Bein drin in das andere. So that's where I put the other leg. So, and then I can see that the back also is a little bit bigger. The trousers we're going to do are going to be a little bit more wide, so look like that. Also so sieht mein Schnittmuster am Ende aus. Einmal Vorderteil und Rückenteil und einmal auch noch zwischen den Beinen haben wir den Schritt. This is how your pattern will look in the end of this video, and I'll show you how to get there. Grab a pen and a measuring band. Also nehmen wir einen Stift und ein Maßband. Und jetzt gucken wir mal, dass wir hier einmal die Ecken überall schön zeichnen. Dafür müsst ihr die Hosen etwas runterdrücken, nicht ziehen. Das Rückenteil ist etwas weiter. Das heißt, ich muss es abmessen, wie viel, und addiere das noch drauf. Natürlich tue ich auch Nahtzugaben on top. Also, I always measure how wide the trousers are in the back and I add on that measurement to my paper. And of course I also include the seam allowance in it, which is 1 centimeter. Für die erste Hose würde ich eine Hose nehmen, die nicht elastisch sind und die ein bisschen weiter sind, weil kleiner kann man immer machen. Andersrum wird es ganz doof. Make sure to pick a pair of trousers that are not elastic. This is a very slim fit pair of trousers, so in the end of the day we'll need to make it straight anyway, but I will use this pattern for another pair of trousers, so I wouldn't like to have it perfectly done, and this might help you when you're making a pattern cutting from a pair of existing trousers in the future. Anyway, so we'll just make it straight and I'll show you how my pattern looks und ich werde euch auch zeigen, wie mein Schnittmuster ausschaut. Ich arbeite sehr viel mit Augenmaß nach über 30 Jahren Nähen, aber nimm ein Maßband oder einen Lineal. Das Tempo in diesem Video könnt ihr ändern in der rechten Ecke auf dem Rädchen. Für das Vorderteil nehme ich mir einen blauen Stift oder irgendeine andere Farbe, damit ich das von innen her markieren kann. Dieser Punkt sollte auf der gleichen Höhe sein wie das Rückenteil. I will now use a blue pen for the front and the front should be the same length as the back, so I'll start on the same height and just bending the trousers to the side in order to make a marking. The front and the back will be connected on the side seams, so the side seams need to be the same length. Also schau mal, dass ihr die Hose nicht zieht, sondern nur runterdrückt und fühlt, wo die Nahtzugabe ist. Lieber 1 oder 2 mm extra und die zweite Seite geht natürlich viel schneller. The second side is a lot faster. Die Nahtzugaben im Bund sind dann natürlich ein bisschen hier verschwunden, aber hier fängt die Nahtzugabe an und da endet es. Inside the waistband you also have 1 cm seam allowance. Jetzt wird spannend, ich gucke natürlich nach, ob meine Maßen stimmen, dass die gleich lang sind, die Strecken. So, now I really need to check that both of the sides are the same length. All edges and connecting lines should have 90 degrees, about 1 or 2 centimeters. Also alle Ecken hier, die kriegen dann 90 Grad noch von meinem Lineal, damit die schön ineinander laufen, wenn man die zusammengenäht, die Teile.
Dann verbinde ich alle Linien, sodass die schön glatt ausschauen. And then I can also use the ruler to make some lovely lines that are not looking hairy, but are all clean and crisp. Diese Schnittmusterlineal bekommt man bei London Culture Fashion. Ich habe auch ein paar nach Deutschland mitgenommen, weil die sind schon echt Gold wert. Das spart viel Zeit beim Schneidern. So this ruler is from London Culture Fashion. I also put some back to Germany, so you can use them in my classes. I now add on an extra piece of paper underneath before I start cutting. I put some pins inside to secure it. Hier werde ich jetzt mal doppelt ausschneiden. Das heißt, hier die Ecke, das vordere, kann ich ja wegknicken auf dem Rückteil. So I just need to get rid of this little piece that's coming over on the back side. And then I have a front and a back pattern directly cut out. Das Schnittmuster könnt ihr jetzt auf eure Stoff drauflegen. The pink paper is your fabric. Also das Papier hier unten drunter, das pinke, ist euer Stoff. Mark your cutting line with a pen or a chalk. Markiere einmal eure Linie, wo ihr dann schneiden werdet, so wie hier. The side seam will be about 10 to 15 centimeters extra wide. Also 10 bis 15 cm müssen die Hosen weiter werden. Das Ganze wird doppelt ausgeschnitten und sieht so aus. So you cut twice, this is the front and this is the back. That's how my pattern looks like. Die erste Naht wird hier in der Mitte sein, einmal Kratzstich und dann Zickzack hinterher oder einfach mit Overlock. So your first seam here with 1 cm seam allowance, a straight stitch and a zigzag on edge. If you prefer overlocking, you're more than welcome to do so. Now we're going to press. Also jetzt werden wir einmal bügeln. Ich schaue mal, dass der Stoff nicht wegflutscht. Und dann geht's los. So 1 centimeter we're going to iron. And I'm going to hold on here and pull a little bit and get that all done really quickly. So 1 Zentimeter wird eingebügelt und dann nochmal. Und das machen wir auf alle Strecken. So, and one more time. So twice it's going to be 1 centimeter and it's going to be done all around. Insgesamt 6 Seiten haben wir zu bügeln. Die Ecken kann man verschieden gestalten. Wichtig ist, dass sie gut gebügelt sind. So the corners you can do as you wish, but it's really important to get them all crisp. So make sure to stay a little bit longer with the iron. And now we're going to cut off the leftovers, so it's not going to be too thick. Also wir werden einmal hier abschneiden, dass die natürlich nicht so dick werden, die Ecken. Let's start sewing. So I have a straight seam and we're going to sew on the left side of that crisp line. Die umgebügelte Kante wird jetzt einmal links mit einem Geradstich einmal genäht. Some of you probably want to use pins, you're more than welcome. Ihr könnt auch Clips oder Stecknadeln benutzen und ich mache meine Briefecken direkt an der Maschine. Das heißt, ich falte 1 cm um und dann falte ich die Ecke rein und dann nochmal den 1 cm. So I fold first 1 cm, then the 2nd centimeter. The leftover of the corner I squeeze in first and then I put the second side with the 2 centimeters and fold it in on top, creating that little corner. Then I sew all the way to the edge. Dann nähe ich einmal bis zur Kante. Die Nadel bleibt drin im Stoff und Fuß geht hoch. So make sure your needle is inside your fabric when you turn the corner with your foot up. Then make sure that the foot is also, the first foot is down when you start sewing and continuing on the left side of your iron seam allowance. So sehen die Ecken aus. So this is how it looks in the end. Let's do some bias binding together. Also, jetzt zeige ich euch, wie man einen Schrägband selber macht. Also wir werden das Ganze bügeln. Das Ganze ist 4 cm breit. So it's 4 cm wide, the strip. And fold in both sides 1 cm and we push the needle on top. Und hier haben wir schon die 1 cm beide Seiten eingefaltet und die Stecknadel kommt oben drauf. Dann wird das Ganze durchgezogen und gebügelt. Then we're gonna pull it and iron it. Make sure you don't go too far and melt the tip of the needle because it's of course plastic. Okay, then just
slide it through, put your iron on top, and now you can slide it on both sides. So pull through, also ihr drückt einmal, also zieht das ganze Band einmal unter eure Bügeleisen durch. Mehr Tipps und Tricks kriegt ihr natürlich im Nähkurs, weil man muss dieses Band auch besonders halten, das zeige ich gerne vor Ort. If you're having trouble with this one, come to the class and I'll show you some tips and tricks. Then you fold the bias binding the last time. Make sure edge is on edge, also einmal falten noch, drüber bügeln, könnt ihr auch mit der Stecknadel machen. Die 2 letzten Seiten am Bund werden noch umgebügelt, so wie das erste Mal, also 2 cm umbügeln, so 2 cm, first one, then the other one. And now we're going to insert the bias binding that looks like this. We'll just do the corners as well. Hier mache ich einmal die Ecken schön und dann fangen wir an hier zu nähen. Hier muss man aufpassen natürlich, dass die Maschine den Stoff nicht auffrisst oder einfach hängen bleibt. Da gibt es den Trick, dass man den Faden, der hier rausragt, etwas festhält. So make sure to pull your thread here in the back to get that corner sewn properly. And we're sewing on the right hand side. Wir nähen also einen Gradstich hier auf der rechten Seite. Am Anfang und am Ende am Naht wird natürlich verriegelt, vorwärts und rückwärts genäht. So don't forget to go forwards and backwards on every seam in the end and also in the beginning. Das offene Ende wird jetzt einmal hier in unsere Bund reingesetzt. So the open end will be inserted into the corner of our waistband and it will be sewn on that folded edge on the left side. Also auf der linken Seite nehmen wir einmal das Ganze gut fest, am besten vorwärts und rückwärts, ordentlich am Anfang und am Ende. If you're having trouble getting straight seams, I'll do a video that I'll put in the corner soon for you. That will give you some tips and tricks. Für alle, die es schwierig haben, hier ganz gerade Nähte zu bekommen, mache ich dann auch einen Film, was ich oben in der Ecke für euch verlinke. Einmal alle Fäden abschneiden, so you got all of the threads off and we're ready to do the second 2 corners. Dieses Video ist natürlich kein Ersatz für einen Nähkurs, da lernt man noch mehr und tiefer. Aber es hat mich Freude gemacht, dass ihr dabei wart bis zu Ende. Abonniert gerne den Kanal, dann könnt ihr noch weitere Sachen mit mir zusammen lernen. Ihr könnt auch in den Kommentarfenster was Schönes schreiben, dann antworte ich sofort. Jo, dann bis bald. Ich zeige euch noch ganz kurz noch eine Variante, wo ich die Nähte an der Seite einmal zugenäht habe. Hier also werden die geknotet vorne und hinten und hier kann man sogar einen kleinen Knoten unten noch machen. So these I have sewn on the side and these are your ones that are open on the sides, but you're more than welcome. Just sew them, close them up if you feel them that they're a little bit too open.